ja der Hammer. We look out upon the sea, the coast is always changing. I'll bring my camera out to sea, my heart is always changing. We'll take the train out to the sea, my pulse was always racing. As we look out upon the sea, the coast is always changing. Headbanger. Mississippi putting it down. I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. I know you dig the way I switch my style. Was ist das denn? Gesagt. Das ist doch kein Hausboot, das ist eine Yacht. Jawohl. Wie krass ist das denn? Und wo geht's da lang? Zu den Kabinen. Zu den Kabinen. Oh, wie schön. Toll. Und sogar richtig viel Platz. Hä? Ja, klein, aber fein. Ja, super. Dusche und Toilette und Waschbecken in einem. Super praktisch. Ja, das gleiche nochmal in grün. Ja. Oh, das finde ich ja total toll. Und hier oben, da geht's aufs Sonnendeck. Oh yes. Das will ich sehen. Ach, was soll ich dazu sagen? Man kann sogar von hier fahren. Okay, gut. Ich habe meinen Platz gefunden. Und zwar hier. Was auch immer ihr macht, ich bleibe hier liegen. Ah, toll. Los geht's. Hi und herzlich willkommen in der Bourgogne. Wir sind diesmal mitten in Frankreich unterwegs. Und zwar bin ich mit meinem Team unterwegs und mit meiner Redakteurin Elisa. Hallo. Und zwar machen wir zusammen den Kanal hier unsicher, und zwar mit diesem Schätzchen. Jawohl, und ich bin Kapitänin, Simin Co-Kapitänin, und ich habe mir ganz, ganz tolle Sachen überlegt für diese Zeit. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Sie können gespannt sein, vor allem, ob wir diese Schätzchen hier durch die vielen Schleusen kriegen. Dass das klappt, dafür sorgt die Rundum-Einweisung von Reedereimitarbeiter Thomas. So, niemals vergessen, den Landstrom abzuklemmen, bevor man ablegt. Lein los! Ei, ei, Captain! Dann Leine los. Oh Mann, ey, das ist nicht die Autofahrt. Achtung mit der Brücke her. Es ist immer wichtig, dass niemand steht auf dem Boot. Ja, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Achtung mit dem Kopf, Achtung mit dem Kopf. Okay, dann können wir vielleicht mal da ein kleines Manöver machen, um das Boot zu drehen. Jetzt wieder ein Rückwärtsgang. Du hast da noch so viel Platz. Warte, ich zeig an. Kübeln der Falte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ich habe ein Boot rückwärts eingefahren. Führerscheinprüfung bestanden. Ja. Hallo Ben. Zur Feier des Tages weihen wir am ersten Abend erstmal unseren Bordgrill ein. Ab jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Prost. Auf einen schönen Urlaub. Jawohl. So, Ben, und jetzt komm du auch mal. Mach mal Feierabend. Wir wollen essen. Guten Morgen. Na, schon wach? Wie sieht's denn aus? Wollen wir mal gucken, ob unsere Kapitänin auch schon wach ist? Elisa. Morgen. Morgen. Ach, du liegst ja noch. Na, hast du Lust auf Frühstück? Ja, sehr gern. Machen wir. Dann mach dich mal in Ruhe gleich. fertig. Ich koche schon mal Kaffee, ja? Unsere Küche ist zwar mini, wie eigentlich alles auf dem Boot, hat aber alles zu bieten, was man braucht. Wie in einem Ferienhaus. Nur Essen und Trinken muss man selbst besorgen. Boah, richtig sonnig.
Also, ich habe da mal was vorbereitet für heute. Ah ja, Und stimmt. Was zwar, machen wir denn heute? Guck mal, wir sind jetzt hier Ja. in Tannay und unser Ziel ist Villiers-sur-Yonne. Da brauchen wir so etwa 2 Stunden hin. Wir als Anfänger vielleicht ein bisschen mehr. Ja, vor allem wenn du fährst. Ja, mit meinen ganzen Kurven. Ja. Und da wartet eine kleine sportliche Überraschung auf dich. Eine sportliche Überraschung. Ja, Na, schau mehr mal sehen an. wir dann später. Jetzt geht's endlich los. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tu doch der Abschied. Simin hat hier gerade fast einen Unfall gebaut, ja, will ich nur mal sagen. Aber nur wegen der Enten. Wegen der Enten, weil die so süß waren und ich hatte Angst, dass wir die töten. Das Boot auf geradem Kurs zu halten, ist nach etwas Übung kein Problem. Bonjour. Du bist, glaube ich... Ja, so ist richtig. Auch das Schleusen hatten wir uns viel komplizierter vorgestellt. Vor allem wegen der schmalen Einfahrt. Est-ce qu'il faut qu'on avance? Ça va comme ça? In der Praxis ist es aber easy. Boot stoppen, Taue schnappen und abwarten. Und das über 50 Mal auf unserer 100-Kilometer-Strecke zwischen Tannay und Migennes. Zurücklehnen und entschleunigen. Auf Matrosen, oh hey! Einmal muss es vorbei sein, nur ein Rungen an Stunden der Liebe. Bleib noch an Land zurück. Monsieur, c'est pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Wenn der Sturmwind sein Perfekt. Lied singt, Die erste Schleuse. Jawohl. der großen Freiheit Glück. Sehr gut, dass du die Fahrräder dazu gemietet hast. Oder Oh, ich bin noch vom Boot. Geht's? nicht in den Graben stürzen. Yes. So, du hast gesagt, es wird sportlich. Wo geht's hin? Wir fahren nach Dornecy. Das ist so ein kleines Mittelalterdörfchen. Schön. Und ich denke mal, da wird es ganz beschaulich werden. Wie weit? 4 Kilometer. Okay, 4 Kilometer. Gleich mal was zum Auspowern, genau. Dann los. Yes. Hui. Chérie, sois fidèle tout au long des jours. Fais une dentelle de notre amour. Prenons pour modèle du soir au matin. Unsere Ausflüge bleiben auf Ufernähe beschränkt. Für mehr ist keine Zeit. Wir müssen das Boot ja nach einer Woche 100 Kilometer weiter wieder abgeben. Also jeden Tag weiterfahren. Ich finde, es ist ein bisschen wenig los hier, aber jedes Haus ist so süß, dass ich direkt einziehen würde. Direkt mal eins kaufen, genau. Guck mal, was ist das denn da? 2 Säulen. Das ist wahrscheinlich so ein Mittelaltertor, das hatte ich gelesen, dass das hier in Dornecy noch so intakt ist. Schauen wir doch mal, ob wir so ein Schild finden. Ja, guck mal, Porte Bourgogne, tatsächlich. Schön, dass es auch noch so erhalten ist. Ja. Toll. Chérie, sois fidèle, si loin que tu sois. Ach, guck mal, wir haben neue Nachbarn. Ach, Milou ist wieder da. Die kennen wir schon aus der Genau. Schleuse. Oh, wollen wir mal Hallo sagen? Ja, sehr gern. Hallo, liebe Nachbarn. I speak English. Ah, you speak English. Ah, sehr gut. Wo kommen Sie Where are her? you from? Ireland. Ireland. Ireland? Yeah. Wie schön. Und da sind Sie aus Irland mit dem Boot hergekommen? Yes, yes. Das Boot ist unser Zuhause. Wow, Ihr Zuhause. Ja, im Sommer und im Winter. Ihr Boot ist wirklich sehr schön. Danke sehr. Yeah, thank you.
Wir sind ganz frisch im Bootgeschäft, muss ich gestehen. Auf dem Mietboot hier? Ja, genau, das haben wir gemietet. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps für uns? Ein paar Benimmregeln auf See? Habt einfach Spaß. Folgt eurem Gefühl. Alle sind hier, um die Fahrt zu genießen. Naja, passt ein bisschen auf, wenn ihr an anderen Booten vorbeifahrt. Macht keine großen Wellen. Aber ansonsten, bleibt entspannt. Das ist doch das, was man im Urlaub will, oder? Und ihr erlebt so viel, wenn ihr in einer Schleuse wartet und euch einfach mal ein bisschen umseht. All das entgeht euch auf der Straße, weil ihr da immer konzentriert nach vorne sehen müsst. Auf dem Hausboot könnt ihr gleichzeitig fahren und Landschaft gucken. Und da gibt's so viel zu sehen, das könnt ihr gar nicht alles aufnehmen. Und wenn ihr doch mal irgendwo gegenfahrt, dann habt ihr ja die ganzen Fender. Es war schön, Sie kennenzulernen. Für uns ebenso. Euch weiterhin eine schöne Reise. In Frankreich dürfen wir unser Hausboot einfach an Kanal oder Flussufer festmachen. Tanken müssen wir während unserer 8-Tage-Tour nicht. Aber wir brauchen definitiv Strom und Frischwasser. Lisa, willst du mal nach dem Strom gucken? Jawohl. Ich hole dann schon mal den Wasserschlauch. Mach das. Okay. So, also den Wasserschlauch habe ich gefunden, aber wir haben 2 Enden. Einer muss da hinten rein und der andere? So, und der andere hier. Gib mir mal das mit dem Orangen. Ich glaube, das können wir da anschrauben. Sicher probier oder mal. ist das mit den Adaptern? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das passt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich frage mal unsere Nachbarn. Die kommen da gerade zurück von ihren Einkäufen. Die sehen aus, als seien sie erfahrene Bootsbesitzer. Excusez-moi, Monsieur. Entschuldigen Sie? Madame. Bonjour. Bonjour. Guten Tag. Wir haben ein kleines Problem mit unserem Wasseranschluss. Da gibt es so viele Adapter. Kennen Sie sich damit aus? Ich zeige Ihnen das mal, vielleicht kann ich ja helfen. Oh, das ist echt nett. Vielen Dank. Na, dann schauen wir mal. Ah ja, ganz einfach. Und aufdrehen. Und so geht er wieder ab. Merci Bonne beaucoup. journée. Cool, super nett. Ich finde das so schön, dass die ganzen Leute auf den Booten, die sind immer so hilfsbereit. Die waren wirklich ganz süß, ja. Ne? Clamecy ist mit knapp 4000 Einwohnern schon eine etwas größere Gemeinde auf unserer Strecke. Unser Highlight hier ist die Bäckerei von Christine und Christian Megnon mit ihren selbstgemachten Tartelettes. Bonjour. Deux tartelettes, croquant de Clamecy et vanille framboise. Was wollen die Jungs? Ach so, ja, die Jungs vergessen. Entschuldigt bitte. Ihr wollt auch Tartelettes, ne? Sehr gut. Siehst du, ich wollte unbedingt mal vorlesen, was hier Schönes über unsere Reiseregion gesagt wird. Nun also das Burgund. Man sage ja, die Region Bourgogne-Franche-Comté sei das wahre Frankreich. Hier sei das Land am authentischsten. Hier liege die Wiege seiner Kultur, befinde sich die Seele der Nation. Und guck mal, in meinem Reiseführer steht, das Burgund ist vor allem für die mittelalterlichen Städte bekannt. Ja, das können wir hier schon mal sehen. Kriegt ihr jetzt auch Hunger, Ben und Gregor? Ja, wenn du so fragst. Nimm, 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 nimm. Und bitte. Ja. Okay, sie ist wütend.
wollen doch Freunde sein. Wollen wir Freunde sein? Nachts dürfen wir nicht fahren. In Lucy-sur-Yonne haben wir dafür ein anderes cooles Abendprogramm. Dank dieses Tipps eines Einheimischen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind langsamer als normal in dieser... Guck mal, an der Seite. Ich bin im Vollgas. Das geht gar nicht mehr. Obwohl das halt angezeigt wird eigentlich, ne? Ich finde das total komisch, aber ja, Ich glaube, das ist die Umdrehung. Frag mal vielleicht bei der Basis nach, oder? Ich rufe mal Romain an. Was man da machen kann. Ich gehe jetzt mal ein bisschen. Oui, bonjour, Romain. Hallo Romain, hier ist Elisa vom deutschen Fernsehteam. Ja, uns geht's gut, aber wir haben ein kleines Problem. Ich glaube, wir haben uns in Algen festgefahren. Genau. Also 10-mal volle Kraft voraus und zurück? Super, das probieren wir mal. Ansonsten rufe ich nochmal an. Super. Okay, au revoir. 10-mal. 10-mal. Alles klar. 10-mal Vollgas. Hat er gesagt, wie lang? Direkt. Oh, das Steuern geht schon viel leichter. Und jetzt die Stunde der Wahrheit. Und jetzt? Das ist ja der Hammer. Ich habe noch eine Überraschung für euch, Jungs und Mädels. Guckt mal da! Trampolinpark! Boah, kann man da rauf? Jawohl, da können wir jetzt rauf. Das ist ja der Hammer! Der Trampolinpark an der Écluse des Dames. Die perfekte Abwechslung nach ein paar Tagen Bordleben auf beengtem Raum. Und direkt am Fluss. Guten Tag. Hier haben Sie eine Broschüre von der Kellerei de Bailly. Da sehen Sie, was die alles an Sekt und Wein haben. Eine kleine Empfehlung. Bei den Cave de Bailly, das ist gerade da vorne. Also, falls du Bock hast. Na klar. Likör, Cremant, Wein, das ist genau mein Ding. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Cave de Bailly. Herzlich willkommen in unserer Kellerei. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Merci pour votre temps déjà. Sehr gern. Ich muss sagen, ich weiß bisher noch sehr wenig über den Cremant de Bourgogne. Ich kenne den Cremant d'Alsace und den Cremant de Loire natürlich. Was ist denn das Besondere an dem Cremant de Bourgogne? Qu'est-ce que c'est la particularité sur le Crémant de Bourgogne?
Da ist zum einen das Klima, dann die Rebsorten und die verschiedenen Kulturen der Burgunder Schaumweine, die sich von denen des Elsass oder der Loire unterscheiden können. Und Burgund ist so groß, dass auch regionale Geschmacksunterschiede hinzukommen. 1975, als der Crémant de Bourgogne geboren wurde, stammten 90% der Produktion aus den Caves de Bailly. Die Kellerei stammt aus dem Jahr 1972. Sie verdankt ihre Existenz dem Crémant de Bourgogne. Und umgekehrt, der Crémant verdankt seine Existenz den Caves de Bailly. Wofür wurde denn das gebaut? Zum Wein einlagern tatsächlich oder für irgendwas anderes? Est-ce qu'elles étaient déjà construites pour le vin? Gebaut wurden diese riesigen Keller nicht für die Crémant-Produktion. Hier wurde Stein als Baumaterial abgebaut. Damit hat man zum Beispiel Gebäude in Auxerre errichtet, der großen Stadt an der Yonne. Da der Fluss bis nach Paris fließt, fanden die Steine von hier auch dort als Baumaterial Verwendung, zum Beispiel für das Pantheon. Denn dessen Architekt wurde in Irancy geboren, 5 Kilometer von hier. Das heißt, wenn ich das nächste Mal am Pantheon in Paris vorbeilaufe, weiß ich, die Steine kommen von hier. Genau, ja. Das ist sehr witzig. Also, hier habe ich 3 Crémant. Einen Chardonnay, einen Pinot Noir und einen, den wir Vive la Joie nennen. Ich werde mir jetzt eine Flasche aus meinem Geburtsjahrgang raussuchen. Das ist ein Jahrgang mit Charakter. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Oder im Aquarium. Bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins Blaumeer fliegen. Ich finde es einfach richtig, richtig cool, eure Kapitänin zu sein. Mir macht das so Spaß, ich kann den ganzen Tag Boot fahren. Ja, ich merke schon, ich komme gar nicht ran. Ich finde es aber auch so schön. Oh, ich liebe es so auf dem Wasser. Das ist so schön ruhig. Ne? Man gleitet so dahin. Genau. Dann sind mal 1 oder 100.000 Schleusen auf einer Strecke. Das gefällt mir gut. Ein richtiger Traum. Ja, auch dieses Bootleben gefällt mir einfach gut. Man hat zwar so einen kleinen Raum, aber irgendwie, der reicht einem. Ja. Man hat ein schwimmendes Zuhause dabei. Genau. Ja. Nach knapp einer Woche nähern wir uns immer mehr unserem Endziel Auxerre, der größten Stadt an der Yonne. Wir dürfen maximal 8 Kilometer pro Stunde zurücklegen. Mit dem Auto hätten wir statt einer Woche nur etwa eine Stunde hierher gebraucht. Beim Hausbooturlaub ist ganz klar der Weg das Ziel. Simin, wir sind da! Guck mal! Der Hafen! Krass! Wow, schau dir mal die Kathedrale an, die ist ja riesig. Wie schön! Mit 30.000 Einwohnern sind wir jetzt mal wieder in der Großstadt. Ja. So, ich freue mich auf Auxerre. Parkplatz finden. Ja, such du mal einen Parkplatz, hier ist ja alles voll. Guck mal, vielleicht können wir uns noch da vorne zwischenquetschen. Ja, das sieht gut aus. Auxerre ist die Hauptstadt des Departements Yonne und sein kulturelles Zentrum. Die Artothek, das Theater und die Abtei Saint-Germain spielen hier eine wichtige Rolle. Und zum Glück soll es auch ein kulinarisches Highlight geben. Ich habe einen Tipp bekommen. Ja. Und zwar arbeitet da vorne Emeric. Der hat eigentlich mal was ganz anderes gemacht in Paris Mode. Und jetzt macht er diese kleinen Gougères. Das ist so eine Spezialität von hier. Das heißt, wir essen jetzt? Ja, wir essen jetzt was. Okay, du brauchst gar nichts weiter sagen. Juhu! Bonjour. Bonjour.
Willkommen bei Pinot Prunus. Elisa hat mir schon von den Gougères erzählt. Ich weiß aber gar nicht genau, was das ist. Was ist denn da drin? Peut-être que tu peux l'expliquer. Qu'est-ce que c'est en fait, les Gougères? Die Gougère, das ist ein Brandteig. Und zwar ein Brandteig mit Käse für den Aperitif. Mit Käse, das ist die klassische Variante, aber ich mache sie auch mit anderen Geschmacksrichtungen. Und sind das Spezialitäten von hier aus der Bourgogne? Ça vient d'ici en fait. Die Gougère wurde hier im Burgund erfunden, hier im nördlichen Teil, im Departement Yonne. Ich habe mein Unternehmen Pinot Prunus genannt, weil ich bei meinen Nachforschungen herausgefunden habe, dass es wahrscheinlich zwei Männer, Herr Pinot und Herr Prunus, waren, die im Jahr 1571 in diesem Teil des Burgund die Gougère erfunden haben. Und sie sind tatsächlich so lecker, wie sie aussehen. Weiter geht's für uns zum Marché de l'Arquebus im Zentrum von Auxerre, wo uns Elisa mal wieder was organisiert hat. Also Simin, ich habe mal wieder was vorbereitet. Ist ja klar. Und zwar müsste unsere nächste Gesprächspartnerin hier irgendwo schon rumschwirren. Ach, guck mal, da hinten ist sie. Aha. Das ist Noémie von der Stadt Beauvau. Und die ist eine totale Marktexpertin hier. Die kann uns rumführen. Super. Das ist meine Kollegin Simin. Hallo. Ihr könnt hier regionale Zutaten kaufen, mit denen ihr dann ganz typische Gerichte kocht. Zum Beispiel Bœuf Bourguignon, Jambon à la Chablisienne und Poire au vin, also Birne in Wein. Denn hier im Burgund, da heißt es ständig... Oh, das sieht ja super aus. So, Also, welchen Käse kannst du uns empfehlen? Recommend. Diesen hier. This one? Am Ende entscheiden wir uns für Brillant Savarin und Gorgonzola. Die gibt es, wie bei den Franzosen, als Apéro zu unserem Captain's Dinner. Und wir gehen einfach mal hier runter, ne? Hier stelle ich euch eine der dienstältesten Marktfrauen vor. Das ist Madame Lorme. Madame Lorme. Guten Tag. Was hätten Sie denn gern? Seit wann machen Sie das hier schon am Stand? Depuis quand vous êtes vendeuse ici? Oh, seit 30 Jahren. Oder eher 40. Nein, über 50. Ich war damals 20, jetzt bin ich 72. Ja. Und immer noch mit Leidenschaft dabei, wie man gerade gesehen hat. Et toujours avec de la passion. Ja, natürlich. Immer. Das muss man. Ansonsten... Haben Sie denn das ganze Gemüse von Ihrem eigenen Bauernhof? Woher kommt es? Est-ce que tous les légumes, ça vient de votre ferme? Oui, voilà. Ja, ja. Es kommt alles von mir. Hier landet nichts, was ich nicht selbst anbaue. Bei Madame Lorme kaufen wir dann noch die restlichen Zutaten für unser letztes Abendbrot auf dem Boot, bevor es für uns in die gemütliche Kombüse zum Vorbereiten geht. Letzter Abend, Simin. Ich bin ein bisschen traurig. Ja, ich auch. Ich fand das so schön. Das war richtig schön. Das Ja. war eine richtig coole Zeit, Mensch. Ja, Schon wieder vorbei. so ist das leider immer. Was ich ganz besonders fand, war, dass man jeden Morgen einen anderen Ausblick aus dem Fenster hatte. Ja, genau. Immer das gleiche Bett, aber ein komplett anderes Setting. Ja, Ja, ist ja eigentlich genauso, wie Kevin und Eleanor gesagt haben. ja genau. Wirklich. Der Fluss gibt den Rhythmus vor und man selbst wird total tiefenentspannt. Ja, wir können jetzt tiefenentspannt nach Hause Ja. fahren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso gut gefallen wie Elisa, Ben, Gregor und mir. Es war ein Experiment, was wir gewagt haben diesmal bei Da will ich hin, aber ich finde, es ist geglückt. Auf jeden Fall. Ja. Mal sehen, wohin es uns das nächste Mal verschlägt. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss. Ciao. And suddenly I'm